Hallo liebe Heimwerker und Selbermacher. Ich melde mich heute wieder hier von meiner Baustelle auf dem Dachbodenspeicher. Und zwar werde ich jetzt den nächsten Schritt des Ausbauens machen, den Fußboden. Wie man sieht, bei mir sind gar keine Dielen mehr vorhanden. Ich habe also nur Bretter hier über den Balken liegen und darauf liegen lose ein paar USB-Platten, damit man da laufen kann. Der alte Fußboden, sieht man hier schön, der besteht also aus so einem Zwischenboden mit Lehm. Also hier ist es noch intakt und hier ist es schon, ja, hier ist gar nichts mehr vorhanden. Hier liegt also komplett der ganze Lehmschutt liegt auf dem Putzträger. Also da, wenn man da drauf tritt, dann pfeift man gleich ins nächste Stockwerk ab. Und ich habe schon mal angefangen, den rauszunehmen. Oder ich sage noch was zu dem Aufbau. Der alte Boden besteht also aus den Balken. An die Balken sind rechts und links Latten dran genagelt, einfach nur, genau. Und darauf liegt Knüppelholz. Und auf das Knüppelholz ist damals Stroh gekommen und da kam Lehm drauf. Das war jahrhundertelang einfach die beste Bauweise und ist es heute für Holzhäuser immer noch, weil das Lehm sich eben hervorragend mit dem Holz verträgt und eben einen guten Schallschutz bildet. Wärmeschutz, Schallschutz. So, ich werde es aber trotzdem wegbauen, weil ich den Boden ausgleichen muss und keinen Platz für eine Schüttung habe. Deswegen werde ich den Boden ausgleichen, indem ich an die Balken Bohlen ranflansche, die natürlich komplett mit dem Laser ausgerichtet sind und den Bodenausgleich eben dadurch bewerkstellige. Dafür muss ich aber den Boden rausholen, den alten, und dann werde ich mal loslegen. So, ich arbeite mich hier Stück für Stück vor. Man sollte da eben wirklich, wenn man unten den Raum nicht auch komplett neu machen will, wirklich sehr vorsichtig sein, dass man eben die Batzen eben nicht auf den Putzträger da schmeißt jetzt, sonst kann es eben leicht passieren, dass man eben wirklich durchbricht, weil das sind ja nur genagelte Latten oder Strohreste oder irgendwas, die dann eben mit Lehm verstärkt sind, und wenn dann eben richtig was drauf kracht jetzt, dann kann es eben sein, dass sich das löst und dann hat man die Arbeit eben unten alles neu zu machen. Deswegen bin ich da wirklich sehr vorsichtig, weil ich keinen Bock habe, die Decke da unten neu zu machen. Ich habe jetzt alle Bodenfächer ausgeräumt, den Aushub da entsorgt. Da habe ich mich auch aufgeregt. Ich meine, ich habe wirklich jeden Nagel und jede Schraube aus diesem Lehm-Stroh-Gemisch rausgelesen und hat gedacht, naja gut, das ist ja nur der blanke Lehm und ein bisschen versetzt mit Stroh. Das ist ja wie Erdaushub oder so. Nein, bei der Entsorgung gemischte Bauabfälle. Ja, das kann doch nicht sein. Ja doch, wenn das da aus den alten Häusern da rausgenommen wurde, da weiß man nicht, mit welchen Chemikalien das versetzt sein könnte und so. Und dann habe ich wirklich den Preis für gemischte Bauabfälle da für die ganze Hängerladung bezahlt. Da habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Naja, sei es wie es sei. Jetzt geht es hier weiter. Jetzt mache ich diese Latten, die seitlich angenagelt sind, mit der Brechstange weg, um dann die Bohlen anschrauben zu können. Jetzt bin ich fertig mit meiner Vorbereitung. Die Fächer sind alle leer geräumt. Die Latten habe ich mit der Brechstange abgemacht und schon entsorgt alles. Und jetzt kann es losgehen mit dem Anflanschen der Balken. So, ich bin jetzt gerade dabei, die Bohlen zurechtzusägen. Ich habe 30 mm dicke Bohlen gekauft, weil ich denke,
Die sind auch vollkommen ausreichend. Ich hatte ja die Wahl zwischen entweder 40 mm oder 30 mm und denke 30 mm sind also von der Stabilität komplett ausreichend. Die Breite der Bohlen ist 28, das ist so ein Standardmaß. Und wenn ich das teile, dann komme ich, oh, jetzt bin ich an den Laser gestoßen, dann komme ich eben mit der Höhe der Bohlen eben super hin. Ich habe mir hier beim Sägen, habe ich mir jetzt eine Absaugung dran gebaut, weil das war mir schon zu viel Staub. Deswegen, das passt dann nicht hundertprozentig an meine Makita dran, aber ohne Absaugung gehe ich hier kaputt, wenn ich das hier säge. Diese Markierungen, diese roten Markierungen, ne, sieht man da auch, die habe ich gemacht, damit ich eben diese maschinell geschnittene glatte Außenseite der Bohlen nicht verwechsle, weil ich mit meiner Handkreissäge kriege ja nie so 100 pro glatte Schnitte raus jetzt. Gut, da kann man sagen, ja, so 100 pro muss es nicht werden, aber man kann ja vorsorgen, indem man das eben vorher markiert. So, hier habe ich jetzt schon angefangen und habe die ersten Bohlen schon mal mit den Zwingen da, wo sie hinkommen, arretiert. Eine ist hier und eine ist hier. Das sind sozusagen meine Referenzbohlen. Das ist also genau dasselbe, wie ich das auch eben bei den Gipskarton-Unterlattungen gemacht habe, dass man eben die zwei Referenzbohlen hier hat. Die habe ich mir eben komplett mit dem Laser ausgerichtet. Ich arbeite sehr gerne mit dem Laser, weil da wird das eben richtig genau. Ne? Man misst das dann eben hier und muss halt gucken, dass man überall das gleiche Maß hat. Das geht also ziemlich easy damit. Natürlich habe ich auch noch mit der Wasserwaage kontrolliert, versteht sich. So, hinten, ich zeige das nochmal, habe ich mir dann so Winkel dran geschraubt und da auch Zwingen dran gemacht. Und eben so eine Richtlatte, so eine Alu-Richtlatte noch quer. Damit Zwingen festgemacht, die auch mit der Wasserwaage nochmal kontrolliert, ob die eben auch noch in der Waage ist. Und so habe ich dann eben wie so ein Viereck. Ne, hier ist dieser andere fertige Rohboden Boden schon, wo ich dann rangehen kann, hinten an die Richtlatte. Hier gehe ich an den schon fertigen Boden ran und so kann ich dann Latte oder Bohle für Bohle die dazwischen liegenden Bohlen dann auch noch dran flanschen. Ne, ich muss dann also nicht jede Bohle extra nochmal ausrichten und habe auch dann eben die entstehenden Fehler auch noch ein bisschen minimiert, wenn man eben alles nochmal neu misst. Ja? Und so geht es jetzt weiter, Bohle für Bohle. Ich mache das mit den Zwingen fest. An die Richtlatte da hinten ran, rechts, links. Dann zwinge ich das fest, richte das ein und dann schraube ich das fest. Von den Schrauben, ja, also alle 30 cm mache ich eine Schraube rein. Das ist vielleicht wieder übertrieben. Aber das kann ja jeder selber dann beurteilen, wie viel er dann reinmacht. Ich nehme hier die Schrauben von Würth. Na, die habe ich hier bei Hoya Holz, meinem Holzhändler, gekauft. Also da muss man nicht unbedingt in die Würth-Filiale gehen und ein Konto haben. Das geht also auch so. Die sind ziemlich super. Die sind so spitz, dass man die schon mit der Hand so ein bisschen andrehen kann. Und dann halt hier mit dem Knattermann. Ups. Ohne Vorbohren kann man die also reinknattern. Das ist also kein Ding mit den Schrauben, die sind so gut. Wie man sieht, bin ich jetzt fertig. Alle Bohlen sind an die Balken rangeschraubt. Ich arbeite da wirklich immer sehr genau, dass ich das eben komplett exakt ausrichte.
desto weniger habe ich dann irgendwelche Probleme und muss dann nicht irgendwie mit irgendwelchen Ausgleichsmassen oder sowas hantieren. Deswegen bin ich da sehr exakt in diesem Arbeitsschritt. Als nächstes werden die Fächer jetzt mit Dämmwolle gefüllt. Da habe ich noch ein bisschen alte Wolle reingehauen. Die Wolle ist jetzt überall drin oder fast überall. Ich habe ein bisschen Resteverwertung gemacht und alle möglichen Wollreste, die angefallen sind, jetzt in der Bauphase da reingestopft. Und da hatte ich noch 2 Sack von dem Blähton. Die habe ich da auch, dann bin ich da auch noch losgeworden. Natürlich mit einer Zwischendecke und Rieselschutz und so weiter. Ja, das kommt hier nicht so drauf an, weil das eine Zwischendecke zwischen 2 bewohnten Geschossen ist. Jetzt bin ich beim Arbeitsschritt Beplanken. Und da gibt es eine Menge Dinge zu beachten jetzt. Das Wichtigste ist eben, dass die OSB-Platten immer an den Kanten immer eine Auflage haben. Ne? Also am Anfang und am Ende, dass die Platte eben nicht hier in der Mitte endet, wo sie dann, wenn sie Druck bekommt, eben keinen Haltepunkt hat von unten. So, hier sieht man, hier habe ich ja hier, wo sie aufliegt und hier, wo die nächste aufliegt, dass die eben dann hier so knapp liegt, das macht ja nichts, weil die liegt ja hier auf. Das sind ja hier nur 10 cm, also das ist okay. Da habe ich lieber diese Platte eben besser aufliegen, als die hier nach 10 cm wieder ist, weil die hat den nächsten Druckpunkt eben erst hier. Ja. So, ich habe mir, bevor ich die Platte ranschiebe, habe ich mir immer die Bohlen, wo ich sie verschraube, angezeichnet, weil die sehe ich ja dann nicht mehr, wenn ich die Platte rangeschoben habe. Und ich verklebe die. Ich verklebe die mit, ja, ganz normal Ponal Classic Holzleim und verschraube die an die Bohlen dann. Hier sieht man die Verschraubung. Ja. Mit Spacksschrauben. Ich verwende Schrauben, die mit Vollgewinde, damit eben es dann zu keinen Knarzgeräuschen kommen kann. Beim Ranklopfen, also wenn ich mache dann hier immer hier in die Rille, in die Nut, mache ich immer den Holzleim rein. Dann setze ich das an und schlage die Platte dann mit so einem Klopfholz da rein, dass ich die Kante eben nicht nicht verletze. Nehme ich dann eben so ein Klopfholz, wo ich die dann eben schön stramm ranschlagen kann. Deswegen verschraube ich diese Seite auch erst später, weil es, wenn die richtig stramm verschraubt ist, geht das Reinklopfen viel schlechter. Deswegen erst reinklopfen und dann eben diese Seite verschrauben. Dann hat man eben nicht so viel Druck auf der Platte. Zu beachten ist, dass man jetzt, wenn die nächste Platte kommt, dass man eben hier keine Kreuzfugen macht. Also nicht jetzt so wie die Platten, die nächsten Platten verlegt, sondern eben dann eben mit der langen Seite ranschiebt jetzt. Da hat man dann keine Kreuzfugen. Und auch die Platte dann eben so ausrichten, dass die eben hier Auflage hat und eben hier hinten auch Auflage hat. So sieht dann der fertige OSB-Boden aus. Ich bin also durch und fertig, habe alles verschraubt und verklebt. Dass da die Platten so unterschiedlich aussehen, das hat einfach damit zu tun, dass ich die andersrum als Trittschutz liegen gehabt habe. Die sind halt dann ein bisschen schon gealtert. Ist aber nicht schlimm, weil ich kann die nicht dann andersrum einbauen. Ne? Es gibt ja diese Oberseite und Unterseite, wie schon erklärt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe, dass das euch ein bisschen helfen konnte und bis demnächst wieder. Tschüss.